Hallo, heute mache ich mal ein Schokomousse, nur aus Eiweiß, weil ich 3 Eiweiße übrig habe. Es gibt natürlich auch andere Rezepte für Schokomousse. Was man also braucht, ist 3 Eiweiß, 150 Gramm dunkle Kuvertüre und ein bisschen Zimt. Und der erste Schritt ist, dass man die Kuvertüre im Wasserbad schmilzt. Hier haben wir den Topf, drehen wir auf volle Energie. Da ist mein Schmelztöpfchen und da kommen jetzt 150 Gramm Kuvertüre rein. Hier haben wir 150 Gramm Kuvertüre und jetzt warten wir mal ab, was passiert. Wenn man möchte, dass es schneller schmilzt, kann man natürlich die Kuvertüre noch klein schneiden, aber soll mal das Wasser die Arbeit machen. Während die Kuvertüre schmilzt, schlage ich die Eiweiße ganz steif. Nehmen wir eine saubere, fettfreie Schüssel und rein mit den Eiweißen. Und ich bediene mich natürlich des elektrischen Stroms für so schwere Arbeiten, damit ich nicht ins Schwitzen komme. Jetzt hier auf der Zugspitze muss nur noch diese Kuvertüre schmelzen. Ist die Kuvertüre geschmolzen? Jetzt würze ich sie mit ein bisschen Zimt. Ich nehme an, man kann sehr kreativ sein bei der Würzung. Rum, Kaffee, Zimt, Romagné, Sardellenpaste. Wonach einem gerade ist. So. Und jetzt lasse ich kurz abkühlen die Kuvertüre. Und jetzt wird sie unter den Eischnee gehoben.
ein würdiger Einsatz für den Zuckerspachtel. Dann habe ich das Mousse jetzt auf die Schüsseln verteilt. Also es werden 2 bis 3 Portionen, je nachdem wie fluffig der Eischnee war oder ist. Es kommt jetzt für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank und dann kann es serviert werden. Vielleicht will man es noch mit einer Erdbeere oder so dekorieren. Dann ist es fertig und man isst sein Eiweiß los. Sogar schmackhaft und mit wenig Arbeit.